Gleichstellungskultur zu entwickeln, das ist für mich ein Thema, das ich im größeren Kontext sehe in Bezug auf Nachhaltigkeit. Für uns ist nachhaltige Führung extrem wichtig und dazu gehört auch Gleichstellung, Vielfalt, Inklusion. Einerseits keine Lohnunterschiede zulassen, andererseits aber einen Ausgleich schaffen, Anzahl weiblicher und männlicher Führungskräfte innerhalb der oberen Management. Ich glaube, Führungskräfte können Gleichstellungskultur nach außen sichtbar machen, indem sie zum Beispiel im Bewerbungsgespräch deutlich machen, wie wichtig das ist für die Firma. Und sie können es nach innen sichtbar machen, indem sie Erlebnisse von Gleichstellung im Alltag schaffen. Im Zweifel auch dafür zu sorgen, dass Artefakte, die gegen Gleichstellung sprechen, also ich sage mal jetzt irgendein Kalender mit Bildern, die nicht jeder interessant oder toll findet im Arbeitsalltag, auch aus einem Büro oder aus einer Werkstatt verschwinden. Ja, wir haben in letzter Zeit auch vermehrt Frauen angestellt im Team und integriert natürlich, wie sich das gehört. Ich suche natürlich auch hin und wieder das Gespräch mit den Frauen im Team, aber auch mit Frauen außerhalb des Teams und dann kriegt man vielleicht das eine oder andere mit. Wobei auch nicht jede Frau sich gegenüber einem Mann dann direkt so äußert, was sie da jetzt für Themen sieht. Das ist halt vielleicht auch einerseits Mann, andererseits vielleicht Vorgesetzter. Aber ich glaube, den Austausch fördern, das ist auch ein wichtiger Teil im Ganzen drin. Ich mache mir bewusst, dass in der Berufswelt die Männer gegenüber den Frauen oftmals im Vorteil sind. Oder sie glauben das zumindest. Ich gehe mit gutem Beispiel voran und das merke ich vor allem auch bei Sitzungen, wenn Inputs von weiblichen Führungskräften kommen, dass man hier keine abwertenden oder vielleicht auch nicht ernst zu meinende Antworten gibt. Als zentralen Erfolg für mein Engagement zur Gleichstellung sehe ich das Verwenden inklusiver Sprache und das Einfordern dieser. Wenn bei uns im Slack-Channel sich jemand meldet mit "Hey guys, how are you all doing?", dann erinnern wir die Person daran, dass nicht alles Typen sind oder dass sich nicht alle mit dem Begriff Guys angesprochen fühlen. Gleichstellungskultur zu entwickeln, bin ich oft mit meinen männlichen Arbeitskollegen im Austausch und wir geben uns Feedbacks. Feedback ist ein Geschenk und ein Geschenk kann man annehmen und den nimmt man an und danach kann man den auspacken. Darum ist Feedback eigentlich extrem wichtig und jede Vorgesetzte sollte das als Geschenk entgegennehmen. Auch wenn es sehr viel Zeit braucht und mehr Zeit braucht, als sich das viele wünschen, das Thema der Gleichstellung ist heute sehr in Bewegung, insbesondere in der letzten Zeit. Durch die weitergehende Flexibilisierung der Arbeitswelt in der jüngeren Vergangenheit wurden hier ganz wichtige Schritte gemacht für eine bessere Integration. Hier, glaube ich, ist es aber auch wichtig, dass wir dranbleiben, das Thema laufend eben auch zu thematisieren, regelmäßig Aktivitäten zur Förderung der Inklusion lancieren und aber auch verbindliche Ziele vereinbaren, die dann auch regelmäßig gemessen werden.